Wenn ich schon nach Nordirland gefahren bin, dann möchte ich doch auf jeden Fall auch diese Stadt bereisen, denn es hat einen Hintergrund, einen ganz persönlichen. Ende der 60er Jahre und dann weiter in den 70er Jahren hat es in der Welt zahlreiche Konfliktherde gegeben, die mich sehr beschäftigt haben, auch sehr geprägt haben. Einer davon war Nordirland. Ein Konflikt, den ich eigentlich überhaupt nicht verstanden habe, innerlich jedenfalls nicht, aber sehr erschüttert war von dem, was da passiert war. Von allen Seiten. Die Gewalt, die Angst. Ich weiß, dass sich die Situation insgesamt beruhigt hat und dennoch habe ich einen Drang, irgendwie dem nachzuspüren, denn es ist so weit weg von uns und ich hatte nie die Möglichkeit, mit jemandem aus dieser Gegend zu sprechen. Derry hat 85.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte Stadt in Nordirland. Ich sage Derry, aber offiziell heißt die Stadt Londonderry. Da fängt der Konflikt schon an. Zwei Namen von zwei Gruppen. Derry ist der ursprüngliche historische Name und von schottischen protestantischen Einwohnern in Londonderry eingewandert, um die Unterstützung aus London besser rekrutieren zu können. Heute wird oft in Nachrichten und offiziellen Mitteilungen von Derry/Londonderry gesprochen, um den Konflikt nicht aufzuheizen. Deswegen auch der Spitzname /City. Für mich war die Trennung zwischen protestantischen und katholischen Bevölkerungsteilen, die Gewalt, die von Radikalen ausging und dann auch von der britischen Armee, unerträglich. Es gab im Laufe der Zeit wohl über 3000 Tote und Londonderry hat dabei auch eine besondere Rolle gespielt. So. Hab 2 Liter bekommen, eine Sorge weniger. Eigentlich ist Derry eine ganz schöne Stadt mit einem alten Kern und einer Festungsmauer, über die ich auch gegangen bin. Und ich habe keine Spuren aus dieser Zeit gesehen, jedenfalls nicht dort, wo ich war. Zum Schluss habe ich gezielt nochmal ein Wandgemälde gesucht und mehrere gefunden. Im Englischen werden die Auseinandersetzungen übrigens einfach The Troubles genannt. Hierzu gehört auch der sogenannte Bloody Sunday von Londonderry, über den ich hier ein Gedicht entdecke. Dort unten ist das Stadtviertel Brookside, in dem sich die Ereignisse damals zugespitzt haben. Ich will da gleich nochmal runtergehen und selbst schauen. Doch zunächst will ich hier oben noch in der Altstadt älteren Spuren nachgehen.
Die 14 Todesopfer vom Bloody Sunday. The following day was bright and clear as upwards of 15,000 people gathered in Craigan for a peaceful march against internment. The mood was upbeat and everyone expected a peaceful day. But the men, women and children on the march had no idea of the carnage they were about to endure. My younger brother, Kevin, can be seen here marching through Craigan. He was shot dead later that afternoon. He was only 17 years old. The British Army... This time, 15,000 people set out to prove that they could march through their own city. The civil rights movement was intended to be peaceful and non-sectarian, but was met with violence from the police and unionist supporters of the one-party government. Among the most vocal opponents of the civil rights movement was Ian Paisley, then just emerging as a dominant figure in Northern Irish politics. On many occasions, he and his supporters organised counter-demonstrations deliberately timed to coincide with civil rights marches and to provoke confrontation. The British Army had been satisfactory and set up this. They came out of the regular attack on miners and they One of the worst examples of the attacks on marches was during the student-led People's Democracy March from Belfast to Derry in January of 1960. The marchers were viciously assaulted at several places along the route, most famously at Burntod, a few miles from Derry. The attackers were mainly members of the reserve police force, the B Specials. British Army planned to prevent the marchers from reaching it, so Irish recruitment officers said that they might since we managed that the British members of the Guards should prepare for a campaign against the British resistance to the march, which brings us mostly from within the ranks. They were attacked again as they entered Derry, with petrol bombs thrown at them as they passed through unionist areas.
In the writing that follows, the words "You are now entering free Derry" were first written on a gable wall. Mein Kopf ist noch ganz voll von Derry oder der Geschichte oder von meinen langjährigen inneren Konflikten. Wer möchte, kann ja noch ein bisschen was in der Beschreibung zum Video nachlesen.
Die Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland, zwischen Ulster und der Republik Irland. Nichts, außer dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung dort aufgehoben wurde. Das hätte ich auch nicht erwartet.